So, mein Junge. Der Wind stimmt schon mal, hier fehlen nur noch die kreischenden Möwen. Was ist denn hier los? Ja, ich sag's dir, es ist der hohe Norden. Allerdings nicht unser hoher Norden, sondern der Norden von Hokkaido, von Japan. Wir sind nämlich mit dem Camper hier unterwegs und heute in diesem Video wollen wir euch den Camper mal vorstellen. Ja, es gibt auf jeden Fall ein paar Details hier, die ich so nicht erwartet. Los geht's. Das Besondere, ganz klar, an japanischen Autos ist schon mal die Position des Lenkrads auf der falschen Seite. Und ihr merkt ganz eindeutig, welches Bein besser trainiert ist, weil das Reinkommen ist ein bisschen ungewohnt. Das ist hier jetzt ein Toyota Camroad. Das Spannende und Besondere an Japans Straßen ist ja, man sieht ganz, ganz wenig ausländische Fabrikate. Die meisten Autos, meistens Mitsubishi, Suzuki, Subaru, Toyota, Nissan? Mazda, Nissan, wie sie alle heißen, auf jeden Fall fast ausschließlich japanische Marken und natürlich auch im Wohnmobilbereich. Der Toyota ist fast am weitesten verbreitet, gerade bei diesen Autos, und auch das ist ganz besonders in Japan. In Japan gibt es ganz, ganz viele Camper, allerdings meistens immer nur diese K-Cars, also diese ganz kleinen Camper, denen man eigentlich gar nicht ansieht, dass es Camper sind. Das hier ist jetzt mal ein größerer Camper und uns war es unheimlich wichtig, so einen Camper hier zu mieten, denn dieser Camper, der hat eine Toilette, aber die zeigen wir euch gleich. Erstmal ganz kurz hier zum Auto. Ne? Ich sitze jetzt hier drin und es fühlt sich an wie so ein Auto aus den 80er Jahren, ne? Oder 90er. Ich hatte 93 mal so ein T3 und ich muss mal sagen, vom Fahrgefühl ist es fast das gleiche. Und wenn du hier mal auf die Instrumententafel guckst, ich mache mal das Auto hier so ein bisschen an. Guck mal, komm mal ran hier. Guck mal, es sieht doch aus wie ein Cockpit aus den 90ern, oder? Ja, modern ist was anderes, ne? Das sag ich dir. Aber Und vor allen Dingen, was ich auch sagen muss, es gibt bestimmt Leute, die das lieben, ne? Das Fahrgefühl ist auch wie in so einem Auto aus den 90er Jahren, ne? 80er, 90er. Also es ist so ein bisschen wie Surfen auf der Straße. Und das meine ich jetzt nicht unbedingt positiv, sondern du schwimmst hier mit diesem Auto so über die Straßen. Muss man mögen, ist so ein bisschen Retro-Feeling. Aber kann es auch sein, dass vielleicht irgendwas mal neu eingestellt werden muss mit der Lenkung? Also wenn die Autos immer so sind, dann würde ich mich echt wundern, weil die sind hier in der Tat halt sehr, sehr weit verbreitet. Ne? Dieser Camroad ist sehr, sehr beliebt gewesen oder nach wie vor immer noch als Fahrzeug sehr, sehr beliebt. Also wir haben vorher im Vergleich einen Iveco gehabt von einem chinesischen Hersteller. Und da muss ich sagen, da liegen Welten dazwischen. Der hat jetzt hier auch gar nicht so viele Assistenten. Ne? Also der hat eigentlich hat er gar keinen Assistenten. Also der hat halt eine Servolenkung und das war's. Der hat einen Beifahrer. Ja, der hat einen Beifahrerassistenten, genau. Wobei, Genau. wenn ich es jetzt nochmal anmache, dann ganz kurz im Detail, was sie halt ganz schön gemacht haben. Und das vermisse ich an vielen Campingfahrzeugen. Unter anderem, auch wenn das hier jetzt nicht so ganz schön aussieht, ist es hier der digitale Rückspiegel. Der ist natürlich immens praktisch, weil ich kann so oder so nicht hinten durchs Auto gucken. Aber es ist nicht nur ein digitaler Rückspiegel, sondern natürlich auch noch eine Dashcam. Also wenn hier irgendwas passiert, dann wird das aufgezeichnet. Ihr seht schon hier, die Aufnahme läuft automatisch. Gefällt mir extrem gut. Sollten eigentlich alle Wohnmobilkonzepte haben. Und hier bei diesem Auto haben sie es nochmal ein bisschen übertrieben, weil hier ganz viele Kamerasysteme sind. Vielleicht auch gerade sinnvoll bei so Autos, die in der Vermietung sind. Ich habe hier ganz viele Spiegel, die mir das mal die Dimension des Autos zeigen. Und ich habe hier nochmal ein kleines Display. Man sieht da die Susi, ne? Man sieht hier das Auto von oben. Die Optik ist lustig. Und man von hinten. Und dann habe ich hier noch einen Schalter, guck mal, und dann kann ich hier noch sozusagen zwischen den Kameras hin und her schalten. Ja, das ist auch nochmal sehr, 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 sehr nett. Ja, ansonsten auch wieder so ein bisschen Retro-Feeling. Kenwood Radio. Ist halt japanisch, muss man mögen. Mir gefällt es nicht ganz so mit diesen Schaltern hier und so. Naja, aber gut. Aber man konnte zumindest das Handy mit Bluetooth verbinden. Also Absolut, absolut, genau. Ja, sonst kann ich gar nicht so viel zum weiteren vorderen Teil sagen, außer dass das ursprünglich mal ein Fahrzeug war hier mit
3 Sitzplätzen, wobei ich mich echt frage, wie hier die mittlere Person sitzen könnte. Sehr weil schmal. ja genau hier, Auf einer Pobacke. genau, weil das hier nochmal so hoch geht oder beziehungsweise hier nochmal der Motor drunter hängt. Ja. Und Ventec, Stattdessen haben wir hier diese tolle Ablage bekommen. genau, in der Mitte. der Ausbau ist halt auch, ne, wir sitzen jetzt hier im Wohnmobil von der Firma Ventec und zwar im ZIL 520. Das ist deren Flagship, würde ich mal sagen. Also so deren größtes Wohnmobil, was sie so produzieren, was auch fast mit am häufigsten verkauft und vermietet wird. Also ein sehr beliebtes Wohnmobil. Und hier vorne haben die jetzt halt einfach mal so einen kleinen Mittelblock hingebaut, anstatt des Sitzplatzes. Einfach nur hier mit so einer kleinen Schraube festgeschraubt. Wie ihr seht, wir nutzen das halt auch. Da kannst du halt natürlich nochmal ein bisschen Geld hinpacken. Da kannst du halt irgendwie hier die Fahrzeugunterlagen hinpacken und alles, Sonnenbrille, ne, was man halt irgendwie irgendwo verstauen Wobei will. die Becherhalter da oben drauf auf die Klappe, die man dann hoch machen muss, das fand ich ein bisschen unpraktisch. Also Das ist ein bisschen. die müssen das dann ist alle ein mal bisschen, ihren Kaffee ja. rausnehmen, damit dann du Das ans ist ein bisschen Kleingeld kommst, unpraktisch, ne? aber das Auto ist halt auch ansonsten vorne sehr minimalistisch und klein und hat halt nur einen Becherhalter. Ja. Der ist hier an der Position. Ja, Also von daher ist auf der anderen ist es Seite nochmal auch. ganz gut, dass du hier auch nochmal einen hast. Und sag mal, also ich als Beifahrerin, Ja. ich fand die Sitze nicht bequem. Du hast ja den gleichen Sitz. Wie ging es dir denn damit? Auch da wieder ist es natürlich so, wir haben vorher in einem Fahrzeug gesessen mit Luftfederung. Hier kann ich noch nicht mal mein Rückenteil richtig ordentlich einstellen. Das ging auf meiner Seite, aber Ja. auch nur minimal. Also nicht wirklich. Du kannst gar nicht. Nee, ich kann nicht weiter. Nee, ich habe hier nichts zum Einstellen. Aber Also du könntest noch weiter nach vorne, wenn. nach vorne rücken geht, das ist auch Doch, alles. Genau, also nee, ich sag ja, das fühlt sich an so ein bisschen wie in so einem Fahrzeug der 80er, 90er. Fußraum ist ehrlich gesagt, also auf meiner Seite auch wirklich wenig. Also Ja. man kann nicht die Beine ausstrecken. Du hast die ganze Zeit, also zumindest bei meiner Größe, 1,76 angewinkelte Beine beim Fahren. Genau, und vorher, ich meine, wir haben auf der Messe ganz viele von diesen Camroad-Fahrzeugen gesehen. Ich war eigentlich begeistert, mir hat das gefallen, dass die Schnauze hier sehr, sehr kurz ist, ne? Entsprechend der Motorblock hier drunter ist. Und du durch diese verkürzte Front einfach auch eine ganz andere Länge hast. Ne? Ich meine, wir sind hier in einem Fahrzeug, habe ich gesagt, 5,19 Meter oder irgend sowas, ne? Relativ Ja. kurz. Sehr geiler Wendekreis. Du bist extrem agil mit diesem Auto unterwegs. Ne? Also in Japan natürlich auch wichtig. Das ganze Fahrzeug hat natürlich komplett andere Dimensionen. Es ist viel schmaler als unsere Autos. Das sieht man hier auch so ein bisschen. Und es ist halt kürzer. Und halt auch nicht so hoch. Und entsprechend bleiben da ja wahrscheinlich auch nicht viele Fahrzeugtypen übrig. Und ich hatte es ja schon gesagt, hier fahren eigentlich ausschließlich, ich sag mal so 95% japanische kleinen. Marken rum. Ja, nicht nur die kleinen, sondern japanische Marken rum. Und wenn überhaupt, dann sieht man ganz ab und zu mal ein Ducato. Stimmt. Das war's auch schon. Ansonsten, du einen siehst haben wir hier, mal gesehen, ja. genau, du siehst hier keinen Sprinter, du siehst hier Keine Kastenwagen. keine VWs, keine nix. Kastenwagen. Also und wenn, dann ist es halt einfach nur die Toyota-Basis. Ja. Genau, jetzt seid ihr wahrscheinlich auch schon sehr, sehr gespannt, wie das Ding von innen aussieht, beziehungsweise was überhaupt außen so zu sehen ist, weil außen haben wir auch noch was zu erzählen. Erst außen, dann innen und dann Tür zu. Nein, natürlich nicht Tür zu. Sorry. Ja, das Auto hat hier natürlich auch Solar auf dem Dach und hat 300 Stundenampere Gelbatterien verbaut. Und wenn das nicht reicht, dann gibt es hier zur Not auch nochmal einen Landstromanschluss. Allerdings, uns hat das absolut ausgereicht mit 300 Stundenampere. Wir sind selten an die Grenze gekommen. Aber wir hatten auch immer schön Sonne. Ja, gibt es so ein paar Details, die hat man so selten bei anderen Fahrzeugen gesehen. Diese Klappe hier, die finde ich auch sehr speziell. Und ich hatte erst vermutet, dass da nochmal Stauraum unter ist. Aber ist es nicht, sondern ich komme hier an den Tank. Und wenn ihr tanken wollt, natürlich Diesel, dann habe ich hier meinen Einfüllstutzen für Diesel. Also ich mache hier die Klappe auf und dann komme ich Stimmt hier. doch gar nicht. Du bist doch in Japan, das machst du doch nicht. Hast du auch wieder recht. Hast du auch wieder recht. Das ist natürlich schon wieder geil an Japan, ne?
Also Machen doch die an der Tanke hier wird für dich. alles für dich gemanagt, da hast du recht. Brauche ich mir keine Sorgen drum machen. Nee. Ja, es ist ein Wohnmobil und natürlich brauche ich für ein Wohnmobil auch Wasser. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ich glaube 85 Liter Wasser sind jetzt hier an Bord. Aber wisst ihr, was mich auch immer nervt? Diese unzählige Anzahl an Schlüssel hier. Also warum brauche ich immer für so ein Wohnmobil so viele Schlüssel? Und dann muss ich immer rausfinden, welches ist jetzt der richtige Schlüssel fürs richtige Schloss. Kann man da nicht wenigstens ein... Und wenn es nur 2 Schlüssel sind oder so. Naja. Natürlich auch ein Kostenpunkt, ne? So, ganz normale Einfüllstutzen für Wasser. Daneben habe ich hier eine Dometic Chemietoilette. Und darüber, da fragt ihr euch jetzt, da hast du nochmal einen Wasseranschluss? Ja, denn diese Dometic Toilette, also Profis unter euch, die wissen das wahrscheinlich, hat nochmal einen eigenen Tank für die Klospülung. Hier kann ich nochmal Klospülung nachfüllen. Und wo wir schon beim Leidenspunkt Schlösser sind, ne? Ey, ich habe selten so einen Scheiß hier gesehen. Guckt euch das Schloss hier mal an. Also das finde ich so billig. Guck mal, ich schließe das auf und dann kommt das raus und ich weiß noch nicht mal wofür. Ne? Also gut, ich habe jetzt die Möglichkeit hier besser zu ziehen. Jetzt drehe ich das hier nochmal und das fühlt sich alles so billig an. Das ist wirklich Zeig mal der Innenseite. der letzte Rotz hier. Ne? Und dann hast du hier so kleine Plastikteile, wo du schon weißt, okay, das sind die ersten, die dann irgendwie kaputt gehen, abfliegen, was auch immer. Es ist wirklich eine ganz billige Tür. Also das gefällt mir überhaupt nicht. Ah. Da drin halt natürlich die kleine Toilettenkassette. Lasse ich jetzt mal drin, brauche ich nicht rausholen, kennt ihr. Und zum Zukriegen ist es auch schon wieder Tinnef, ne? Kannst du es jetzt nicht einfach zudrücken? Nee, das wäre schön, wenn ich es jetzt einfach zudrücken könnte. Nee, Ich das muss ist es so jetzt einfach. erst wieder abschließen. Ja. Und dann muss ich es hier randrücken und dann, weil es hier nicht geschlossen hat, muss ich es jetzt nochmal händisch hier Ach, reindrücken. du weißt, Camping ist auch Dinge anfassen, Ja, erleben. und jetzt guck dir die Tür an hier. Ich meine, die sieht halt auch irgendwie, das ist halt echt Tinnef. Also so eine Tür hier zu verbauen, das nervt mich, ne? Aber was soll's. Daneben Klimaanlage. Ja, bei chinesischen, asiatischen, japanischen Campern ist in der Regel immer eine Klimaanlage verbaut, weil du hier halt einfach andere Temperaturen hast. Wir haben sie so gut wie gar nicht genutzt, denn mit 300 Stundenampere Batterieleistung, und das ist auch noch Gel und nicht Lithium, kommst du da wahrscheinlich nach einer Stunde an eine Grenze. Und Also- das läuft eigentlich wahrscheinlich nur über Landstrom. Der Vermieter hat gesagt, bitte nur benutzen bei Landstrom. Ich hatte sie gestern, wo es wirklich mal heiß war, nur angemacht, als der Motor lief. Ja. Und das ging? Das ging super. Es hat auch sehr schnell gekühlt mit vorne. Oh, hier ist ja gar nichts drin. Nee, da ist gar nichts drin, genau. Da hast du jetzt hier nochmal die kleine Heckgarage, kann man sozusagen. Also eine extra Heckgarage. Was mir hier ganz gut gefällt ist, sie haben hier nochmal einen extra kleinen Ablauf drin. Und das Ding ist halt theoretisch, ja, ausspülbar. Ne? Also da kannst du halt alles reinmachen, was halt dreckig ist, was draußen sein soll. Entweder dein Wasserschlauch oder was auch immer. Also das gefällt mir ganz gut. Die Fenster in Ordnung. Ne? Man sieht schon, dass wir hier Heckbetten haben. Und auch die Fenster gefallen mir eigentlich ganz gut, weil ihr seht schon, das sind die bündigen Fenster. Also nicht die, bei denen die Wölbung rauskommt, sondern hier ist halt die Wölbung innen. Gefällt mir eigentlich so ganz gut. Apropos gefällt mir ganz gut, ne? Was mir überhaupt nicht gefällt, wie gesagt, sind diese Schlösser, diese Schlüssel. Und hier auch schon wieder so billige Schlösser verbaut. Das ist immer nicht nachvollziehbar. Die waren auch wirklich schwergängig. So Ja. schwergängig, dass ich zwischendurch dachte, oh, jetzt bricht mir der Schlüssel auch gleich Ja, ab. also hier wirklich. Also das ist wirklich billige Qualität. Also ich weiß, die Firmen, ne, die sparen da halt einen Euro, aber das ist definitiv an der falschen Stelle Naja, vor allen gespart. Dingen, da musst du ja die ganze Zeit ran, ne? Also täglich, das nervt. Ja, absolut. Warum müssen wir hier täglich ran? Das ist unsere Heckgarage Ja. unter einem der Querbetten hinten und wir haben jetzt hier alles drin wie Stühle, wir haben jetzt hier ein bisschen Brennholz auch drin. Ne? Hier unsere Stühle, die haben wir schon mal vorgestellt. Die sind eigentlich ganz schön gewesen. Kann man nicht meckern. Hier ist nochmal die Mechanik für unsere Firma Außenmarkise. Und was mir auch sehr gut bei diesem Fahrzeug gefällt,
Das Auto hat 2 Wasserkreisläufe. Einmal Brauchwasser und einmal Trinkwasser. Und das zeige ich euch jetzt an der anderen Seite. Ich habe 2 Möglichkeiten, hinten an die Heckgarage ranzukommen. Hier habe ich nochmal meine zweite, und zwar an der Seite mit einer Seitenklappe. Und hier haben wir auch so unterschiedliche Geschichten dran, gerade wenn du halt irgendwie schnell an Sachen rankommen willst. Küchenrolle oder hier unsere kleinen Saugnäpfe. Sehr, sehr praktisch, finde ich, sollten in jedem Camper vorhanden sein, denn egal was, ne, wenn du eine Wäscheleine aufhängen willst oder Lichterkette oder was auch immer, die Dinger sind auf jeden Fall sehr, sehr praktisch, haben wir ab jetzt immer beim Camper mit dabei. Hier sieht man auch nochmal den zusätzlichen Wassertank. Wofür brauche ich den? Mit Trinkwasser. Ah. Ne? Also Brauchwasser, Trinkwasser sind hier voneinander getrennt. Und gerade wenn du in Ländern unterwegs bist, wo du halt keine Trinkwasserqualität aus den Wasserhahnen hast, bietet sich das an, weil den kannst du theoretisch auch mit diesen großen 5 Liter Flaschen befüllen. Und dann hast du hier im Auto 2 separate Wasserläufe, einmal für Trinkwasser, einmal für Brauchwasser. Ja, Verbraucherbatterien habe ich im Auto. Die Autobatterien, Starterbatterie ist halt hier zugänglich. Also hier habe ich nochmal eine Klappe. Wenn du hier rumkommst, dann siehst du das ganz gut. Da komme ich dann an die Starterbatterie vom Auto ran. Hätte man jetzt noch was anderes erwartet, oder? Genau. Ja, das war es auch schon zu außen. Ne? Oben haben wir noch eine Solarfläche drauf. Hier ist die Firma Außenmarkise. Wir haben hier die Kameras ringsum, Licht. Sehr, 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 sehr praktisch auf jeden Fall. Was ist das noch für ein Lüfter da oben? Das ist auch ganz praktisch, weil in diesem Auto ist eine Dunstabzugshaube montiert. Fehlt mir bei vielen Fahrzeugen. Wenn du im Auto kochst, brauchst du eigentlich so eine Dunstabzugshaube. Die sitzt genau hier und da ist der Auslass für die Dunstabzugshaube. Jetzt kommt die nordische Roomtour in Japan. Übrigens in Japan, ne, muss man eigentlich bei allen Räumen immer die Schuhe ausziehen. Hier auch bei unserem kleinen Camper-Konzept. Und da finde ich es ganz praktisch. Die haben ja hier nochmal Platz unter der oberen Stufe und ich kann meine Schuhe da runterschieben. Das ist schon ziemlich cool. Übrigens nicht so cool, guckt euch das mal an. Wir machen mal hier die Tür nochmal auf, dann sieht man das ein bisschen besser. Hier fliegen schon die Kanten weg. Und Ventec hat hier echt Qualitätsproblem. Hätte ich nicht gedacht. Ist ja einer der größeren Busausbauer und Wohnmobilbauer in Japan. Und in Japan wird man ja sagen, ja, die haben schon gute Qualität. Nee, Leute, guckt ihr das mal an. Hier sind an allen Ecken und Enden die Kanten abgeflogen. Wir haben das hier, man sieht es mit dem Klebeband, schon so ein bisschen ja, provisorisch gelöst und die Kanten wieder angeklebt. Also nicht nur da, nicht nur da, nicht nur am Tisch sind die abgeflogen. Hier oben sind die Kanten abgeflogen. Also das ist ein Punkt, der gefällt uns hier bei dem Auto gar nicht. Die Verarbeitung ist nicht ganz so dolle. Wobei auf dem Hof stand ja ein Nachfolger von diesem Modell, das wir uns schnell angeguckt haben beim Vermieter. Und da sahen die Kanten schon überarbeitet aus. Also die Das stimmt. haben wahrscheinlich selber gemerkt, dass sie da ein Problem haben. Und wie gesagt, beim Nachfolgermodell fand ich, dass die Kanten schon besser gelöst waren. Das stimmt. Dieses Auto ist Baujahr 2021 und ist ja in der Vermietung. Ne? Dafür sieht es noch ganz okay aus, würde ich sagen. Aber ja, es sind auf jeden Fall Geschichten, die eigentlich theoretisch bei so einem in Anführungszeichen jungen Fahrzeug nicht auftreten sollten. Das liegt auch oftmals, ne, jetzt kommt wieder ein bisschen der Tischler-Nerd in mir raus, ne, wenn man jetzt hier mal so über die Kanten streicht, das nennt man Kantenbrechen. Wenn man diese Kante anleimt, dann ist sie immer ein bisschen höher als die Platte und dann muss man die anschließend so ein bisschen abphasen und das Level auf ein Niveau bringen, wo du, wenn du mit den Fingern drüber streichst, nicht gegen die Kante kommst, weil so platzt dir irgendwann die Kante weg. Ne, wenn die halt höher ist als die Platte. Und das ist hier an einigen Stellen. Also hier zum Beispiel wird irgendwann die Kante auch abplatzen, Naja, weil und hier ist sie höher. Beim Polster, was wir gerade gesehen haben, ne, da rutscht das Polster halt immer rüber und Genau. irgendwann löst sich dann oben Das haben die halt Kante. einfach, entweder das ist ein Montagsauto oder die haben das nicht gut gearbeitet. Aber du hast schon recht, wir haben uns den Nachfolger von diesem Auto angeguckt und da war es besser gelöst. Und auf der Messe haben wir uns auch einige Autos von denen hier angeguckt, da war es auch besser gelöst.
So viel dazu. Zum schlechter gelöst sein kommen wir jetzt. Also zum Beispiel gefällt mir gar nicht diese Trennwand hier am Eingang. Ich verstehe den Grund. Ne? Die haben halt gesagt, ja, irgendwo müssen wir hier unseren Spiegel hinmachen und nochmal so ein paar Haken. Susi liebt ja Haken. Ich habe die da nie benutzt. Genau. Weil das hängt halt in der Tür. Wenn du da nur eine normale Jacke hinhängst, Ja. hängt dir das direkt in der Tür. Da ist ehrlich gesagt zu wenig Platz. Wir sind ja in einem Auto mit anderen Dimensionen als jetzt auf dem europäischen Markt. Dieses Auto ist ein bisschen schmaler, weil die Straßen sind hier schmaler. Entsprechend brauchst du natürlich auch etwas kompaktere Autos. Das merkst du hier im Innenraum. Und ich hätte es total schön gefunden, wenn man das so ein bisschen luftiger gestaltet hätte. Ein bisschen mehr Platz. Wofür brauche ich diese Wand hier? Ich brauche die nicht. Ich hätte es schöner gefunden. Die Küchenzeile ist schon verhältnismäßig schmal und ich habe gar keinen Arbeitsbereich. Das ist jetzt nicht dramatisch, weil ich kann das natürlich auf den Tisch verlagern. Aber schöner wäre es gewesen, hier die Wand wegzunehmen. Und dann hättest du hier nochmal die Möglichkeit gehabt, deine Arbeitsfläche zu erweitern. Vielleicht mit einer Klappe, wie man das halt so aus vielen gängigen Konzepten kennt. Diese Wand, die stört mich einfach. Die finde ich nicht gelungen. So. Was mich auch immer stört, bei allen Camperkonzepten, das ist überall so, ich kenne nur einen einzigen, der das mal anders gemacht hat. Das war ein richtig kreatives und schlaues Kerlchen. Der hat nämlich gesagt, ey, wenn ich hier solche Hängeschränke habe und ich mache diese Klappen auf, ne? Jetzt in dem Fall nicht, ihr seht es ist ein alte... Mach mal meins auf. Genau. Ja, Das ist eigentlich ich mache immer diese das Dinge auf Gleiche. und ich fahre die ganze Zeit. Das rüttelt und schüttelt, ne? Und dann funktioniert es hier auch, Glück ne? Aber gehabt, in der aber Theorie hätte es so ausgesehen, dass die Sachen hier rausfallen. leider ja. Und vor allen Dingen, Susi hat ja jetzt hier diese formschönen Packtaschen. Es würde Also wir auch haben- gar nicht ohne Packtaschen gehen, weil unten ist der Steg so schmal. Was soll man denn darauf packen? Ja, genau. bitte? Wie Also willst es geht du, nur wie mit willst du diesen dein Taschen. T-Shirt jetzt da hinlegen oder Geht deine nicht. Socken oder Das was auch immer? ist witzlos. Und jetzt, ne? Wie gesagt, ich kenne nur einen, der das relativ kreativ und gut umgesetzt hat. Warum sind die Klappen nicht so rum? Und dann hättest du hier in der Theorie innen, auf der Innenseite von der Klappe, nochmal irgendwie so ein schönes Spannnetz gehabt, ne? Mal so ein irgendwie, um Dinge unterzubringen. Und vor allen Dingen, wenn du fährst und es rüttelt und du machst es auf, dann kommt dir das nicht alles sofort entgegen. Du hast auch viel mehr Möglichkeiten, Sachen reinzukriegen, weil du kannst ja bis oben hin stapeln. Du machst halt auf und naja, ich verstehe es nicht, ist halt meistens so, wo wir hier schon mal beim Thema sind. Auch das ist ja mir immer so eine kleine Herzensangelegenheit. Ich stehe ja auf hier diese ganzen Beschläge und Verschlüsse und so und gucke mir die halt auch immer genauer an, weil für alle, die es nicht wissen, ich bin ja auch von Herzen Tischler und habe das auch irgendwann mal gelernt. Und hier muss ich sagen, also hier finde ich die Beschläge gar nicht schlecht. Ne? Das ist schon mal Metall. Ja, und zumindest schließen sie. Naja, sofern du deine Tasche da richtig positioniert hast. Ja, also das Fach selber ist zu klein und ihr hört es auch schon, hier muss halt das Schließblech auch so ein bisschen eingestellt werden. Das Ja. hakt ein bisschen. Aber du hast recht, sobald hier so ein Verschluss dazwischen ist, Irgendwas, ne? Das kriegst du ist sie halt schon nicht mehr richtig zu und so. Das ist alles nicht Fummelig. ganz so geil, genau. Darunter habe ich nochmal so ein kleines Fach. Da seht ihr, haben wir jetzt unsere Mützen untergebracht. Hier, ne? Für die etwas kälteren Situationen. Und die hat man auf Hokkaido schon ab und an. Wenn ihr die Videos noch nicht gesehen habt, schaut die euch nochmal an. Wir sind durch unterschiedlichste Klimazonen gefahren. Und da kann man schon mal auch eine Mütze brauchen. So, und jetzt mal ganz kurz. Hier das Fenster, da ist ja gar kein Sichtschutz oder irgendwas. Genau, dir fehlt auch ein Mückenschutz, ne? Ja, davon will ich gar nicht anfangen. Ich bin mir gar nicht so sicher. Meinst du, da war mal einer? Ja, Weil da so ein Puschel dran ja, geklebt genau. ist, Hier ist ja theoretisch, genau, hier ist ja nochmal wie hier so eine, wie heißt denn die, Teppichdichtung, ich weiß gar nicht, ne? So eine Stoffdichtung. Und dahinter ist nichts. Und hier, wenn man das mal aufmacht, hier siehst du, sind ja auch nochmal die Beschläge auf diese Seite hier. Ja. Ich nehme mal an, die hatten hier mal irgendwann nochmal so eine Zwischentür dran. Hier ist auch irgendwie so ein Verschluss für irgendwas. Ne? Und das haben die einfach rausgenommen. Ja, doof. So. Ursprünglich war das wahrscheinlich so ein Zwischenteil und da hattest du wahrscheinlich Mückenschutz und Verdunklung und sowas dran. Jetzt haben die Verdunklung ganz spannend gelöst.
Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es von Werk aus ist. Ich glaube, das ist vermutlich nachträglich gemacht. Jetzt hängst du hier einfach so einen kleinen, kleinen Vorhang davor. Und das ist auch schon wieder witzig, weil wenn du die Tür aufhast, ne? Und jeder, der in Japan war und jetzt so seine Tür auflässt, der weiß, dass gerade vor den Restaurants, ne, oder vor Onsen oder was auch immer, alles Öffentliche, immer diese Vorhänge hängen. Und ich denke mir immer, wenn wir diesen Vorhang jetzt so hängen lassen, dann kommen die hier gleich rein und denken, hier ist dann irgendwie... Rahmen hier. Genau, hier ist ein Rahmenshop drin oder so. Ja. Ja, also mir wäre eine vernünftige Mückenschutztür, ehrlich gesagt, hier lieber gewesen. Wir hatten ganz schön viel Viehzeug dann hier drin, wenn wir die Tür mal aufgelassen haben. Das stimmt, ist aber auch, glaube ich, so. Ja. Normalerweise. Ich rutsche wieder ein Stückchen runter, thematisch, hier, und zwar in die Küche rein. Wir haben hier eine Kombi zwischen Spüle und Kocher von Dometic. Kann man nicht meckern, ne? Kann man nicht meckern, ist okay, funktioniert. Ich habe auf jeden Fall 2 Kochplatten. Und was hier besonders ist, gekocht wird hier mit Gas. Jetzt wird jeder von euch sagen, ja, Gas ist doch nichts Besonderes, ne? Wir kochen auch mit Gas. Ja. Ja, aber Camping, Wohnmobilcamping ist in Japan noch nicht so weit verbreitet. In Europa hat man mitunter auch natürlich ein paar Probleme, Gas nachzufüllen, aber man findet dann doch schon wieder die ein oder andere Möglichkeit. In Japan viel, viel schwieriger. Und deswegen haben die das anders gelöst. Die haben halt keine großen Gasflaschen im Auto verbaut, sondern guckt es euch an, die haben hier so kleine Gasflaschen, so Klick-Glasflaschen. Ja, die kriegst du überall, ne? Also die kriegst du in diesen 100-Yen-Läden, die kriegst du im Supermarkt, die kriegst du an der Tanke. Ich habe die schon überall gesehen. Und wir sind erstaunt, wie lange sie halten. Ja. Sowohl in China als auch in Japan. Du hast hier eine ganz andere Infrastruktur. Du hast hier sehr, sehr viele Restaurants. Du hast hier sehr, sehr viele Möglichkeiten, Essen zu kaufen. Du hast an allen Ecken und Enden. Essen, ne? Genau, du hast so viele Convenience Stores, wo du Essen kaufen kannst. Genau, günstig essen. Da muss ich Europa oder Deutschland halt auch eine Scheibe abschneiden. Da kann ich schon verstehen, warum ich dann lieber im Camper kochen wollen würde. Hier macht es auch nicht viel Sinn. Also so gut kannst du nicht im Camper kochen und außerdem es fehlt auch an Platz und Möglichkeiten dazu. Wenn du es aber trotzdem machen willst, dann ist es ganz schön und das fehlt mir, wie gesagt, bei vielen Camperkonzepten. Du hast hier eine Abluft, also du kriegst hier auch wirklich deinen gekochten Mief dann raus und die ist klein, unauffällig und von daher ganz, ganz sinnvoll und praktisch an der Stelle. Aber kannst du mal das Fach da drüber zeigen? Wo das ist schon wieder nicht, das ist mein Fach. Das zeige ich natürlich ungern. Aber ja klar, ich weiß, worauf du hinaus willst. Du willst darauf hinaus, dass es halt alles hier offen. Hier, ne? Ja, hier die Stromkabel, ne? Die hängen hier auch einfach so. Ja, schön ist das nicht. Wenn ich jetzt hier irgendwie mal mein Höschen irgendwie falsch lege, dann könnte es sein, dass ich plötzlich einen kurzen kriege. Oh. Was denn? Nee, einen Stromschlag meine ich. Verstehst du? Ja, das ist nicht so dolle. Ausstattung ist aber wieder dolle, ne? Ich meine, in Asien, da brauchst du halt auch einfach eine Mikrowelle, weil du dann hier aus deinem kleinen Kühlschrank, weiß gar nicht, was sind das, 54 Liter oder so, ist auf jeden Fall ein Kühlschrank mit Tiefkühlfach oben, mit Gemüsefach unten, also in einer einigermaßen guten Ausstattung. Leider bei unserem Auto stimmt hier irgendwas mit dem Strom nicht, deswegen unser Kühlschrank hat leider nicht funktioniert. Aber von der Größe absolut ausreichend. Absolut großzügig, ne? Auch mit dem Eisfach und so. Also die Größe fand ich richtig, richtig gut. Vor allem, wenn du hier deine Mikrowelle nutzt. Ja, super. Ne? Du kannst ja im Supermarkt schon was Halbfertiges kaufen und sagst, ich wärme das nur noch mal schnell auf. Du musst noch nicht mal den Gasherd anmachen. Ja, und ein Viertel in den japanischen Supermärkten, ein Viertel kann man wirklich sagen, ist halt einfach mit vorgekochten Gerichten, die du nur noch erwärmen musst. Das gibt es bei uns gar nicht. Solche Bereiche gibt es bei uns gar nicht so richtig. Bei uns gibt es halt nur diese fertig abgepackten Bofrost-Geschichten. Und hier hast du halt einfach frisch morgens gekocht, kannst du dir mittags rausholen, kurz in die Mikrowelle hauen. Wobei ich hätte es schöner gefunden, wenn hier ein Mikrowellengrill drin gewesen wäre. Denn Mikrowelle kann man drüber streiten, ob man die braucht.
würde ich jetzt auch erstmal sagen, nee, nicht unbedingt, aber ein Mikrowellengrill finde ich geil. Weil da kannst du alles machen. Da kannst du Pizza drin machen, kannst du Brötchen drin machen, da kannst du halt, ist halt eine Grillfunktion. Weißt du, was ich weniger schön finde? Der Bereich daneben der Mikrowelle. Ja gut, die wussten halt nicht irgendwie, was sie damit machen sollen, ne? Wie, was sie damit machen sollen. Daneben ist Platz und die haben das einfach zugemacht. Also da ist einfach, weißt du, da hättest du noch ein Fach gehabt oder irgendwas. Ich weiß halt nicht, also grundsätzlich braucht so eine Mikrowelle natürlich auch immer ein bisschen Bereich, um Luftzirkulation zu haben. Ich weiß nicht, ob die das jetzt hier ein bisschen überdimensioniert haben, damit er da halt irgendwie seine Luft raushauen kann, wegen Hitzeentwicklung. Oder, weil du hast ja absolut recht, die hätten ja auch die Mikrowelle hier rüberrücken können. Dann wäre das halt blöd mit der Klappe gewesen, aber nur ein Stückchen und hätten das Fach hier größer gemacht. Absolut. Ne? Ja, in solchen Autos ist es halt auch ein kleines Auto. Stauraum ist halt in der Regel begrenzt. Ja, ein bisschen Stauraum haben wir hier noch. Genau. Sieht ein bisschen vollgemüllt aus. Sieht ein bisschen voll aus, also wie bei jedem Camper wahrscheinlich. Ne? Mülltüten haben wir hier haben wir Spülmittel, hier haben wir Wisch und Weg. Dann ein bisschen hier Pro-Reiniger, falls wir uns wieder mit der Rahmensuppe aufs T-Shirt kleckern. Genau, und hier so ein kleines Abtrockentuch. Was übrigens ganz, ganz spannend und ein schönes Produkt ist, sind diese kleinen Haken. Oh, die liebe ich mittlerweile. Genau, Haken braucht man immer. Ja. Und aber nicht nur für einen Camper, also die haben wir jetzt wirklich auf dieser langen Reise die ganze Zeit dabei gehabt. ja, Und ich habe immer wieder Situationen gehabt, wo ich irgendwo mal was aufhängen wollte und nicht konnte. ja, Und den kannst du halt in zwei Richtungen benutzen. Ne? Du kannst das da einhaken und kannst ihn auch andersrum hängen. Da. Dieses blaue Ding kannst du ja auch zum Haken machen. ja, absolut. Und also super, super praktisch für Hotels, jetzt auch im Camper. Ich hab die überall gebraucht. Ja. Nee, gebe ich zu, ist halt so, konnten wir auf jeden Fall gebrauchen. Genau, wir wollen die Küche noch mal ein bisschen hier weiter abarbeiten. Wir haben hier einen kleinen Apothekerschrank, ne? Weiß ich gar nicht den Grund da unten, da fehlt Da ist halt ein irgendwie. Tank. Ja, genau, da ist, glaube ich, der Boiler. Boiler, stimmt. Wenn ich mich nicht wundere, ist hier nämlich ein Warmwasserboiler verbaut. Und der ist an der Position, deswegen, aber sie haben halt trotzdem dieses Fach ein bisschen ausgenutzt. Weiß ich nicht, ob es nicht cooler gewesen wäre, Schubladen größere Schubladen zu machen. Ja. Weil, wenn man sich das jetzt mal anguckt, unsere Schubladen sind ein bisschen voll gemüllt. Übrigens hier auch ein schönes Produkt. Ne, ist unsere Außenlampe, die wir halt, die kann man hier so komplett kleinschrauben und großschrauben und so weiter. Da kann man auch alles mitmachen. Die kannst du aufhängen. Die ist magnetisch. Ich kann die theoretisch auch an irgendwas ranhängen. Jetzt haben wir hier nichts Metallenes. Hat ein Magnet, also ist auch ein cooles Produkt, um halt mal gemütliche Abendstunden draußen zu haben. Hat uns auf jeden Fall... Ich habe die auch innen benutzt. Genau, haben wir auch innen gehabt. Ist Also hier in dem Camper, das kann man nachher noch zeigen, ist sehr, sehr gemütliches Licht. Aber wenn ihr mal irgendwie Situationen habt, wo ihr unzufrieden seid mit der Beleuchtung, sage ich mal, dann ist die Lampe absolut hilfreich. Was ist das noch? Darunter haben wir Wasserkessel, dann haben wir hier so ein Nudelsieb und einfach nochmal eine kleine Schüssel. Hier haben wir unseren Mückenschutz. Und ehrlich gesagt, ich glaube, den gibt es in Europa gar nicht, in Deutschland nicht. Den haben wir in China gekauft. Aber das ist mal ein Produkt, da muss ich sagen, bisher haben wir keine Mücken gesehen. Nee, also ich erinnere mich noch an deinen Super-Test, wo wir in Mecklenburg paddeln waren. Ja. Und die Mücken uns ausgelacht haben da mit dem Absolut, absolut. Schutz. Ich weiß gar nicht, ob es den in Europa gibt und vielleicht ist es halt auch einfach verboten, das Gerät, weil das halt einfach alles tötet, was im Umfeld von, genau. Ja. Ich weiß nicht, aber hier auch ein sehr, sehr schönes Produkt, was wir hier noch haben. Das ist hier diese kleine Kabeltrommel bzw. Lichterkette. Ja, die ist Mit toll. einer kleinen Kabeltrommel. Also die ist halt sehr cool, weil du sie sehr, sehr schnell auch wieder abbauen kannst und kein Kabelwirrwarr hast, ne? Ja. Die finde ich echt cool. Also muss ich sagen, hast du unterschiedliche Beleuchtungsmodis dran und so. Sehr, sehr nett, haben wir auch oft genutzt. Die haben wir nicht so oft genutzt, wobei ich fand die auch ganz nett. Ja, da brauchst du irgendwie eine schicke Flasche, Genau. ne, wo du es irgendwie drauf tust. Wir haben jetzt eher wenig Wein hier getrunken. Aber was man, glaube ich, ganz gut sehen kann, ist, dass hier doch einiges reinpasst in die Schubladen. Ja.
wenn ich so ein Auto privat besitzen würde, dann würde ich da noch ein bisschen Trennung reinbringen, ein bisschen mehr sortieren. Gerade oben das Besteck, das haben wir jetzt alles nur so reingeworfen, weil der Vermieter uns da jetzt nicht zur Verfügung gestellt hat. Aber ansonsten, ne, hier die großen Pötte oder noch ein Schneidebrett. Hier haben wir noch Vorräte mit reingeworfen. Also das für uns hat es gereicht, ne, für die Zeit. Also Ja. da ist ausreichend Platz. Habe ich am Anfang beim Einräumen ein bisschen Bedenken gehabt, aber manchmal braucht man ja doch nicht so viel. Ne? Ja, absolut, absolut. Wir haben dieses Auto gemietet, weil dieses Auto eine Toilette hat. Die seht ihr hier. Gegenüber der Toilette ist nochmal ein kleiner Kleiderschrank. Der ist bei uns aber auch richtig voll gerammelt, weil Ja. der ist halt nicht groß. Und da haben wir die Jacken, die warmen Jacken reingeschmissen, Ja. ne, für Regentage oder wenn es mal kälter wird. Zumindest hat er ein Licht, aber was man hier auch ganz gut sieht, der Durchgang wird dadurch hier zwischen Bad und diesem Schrank schon sehr, sehr eng. Also hier zu zweit aneinander vorbeigehen ist schon sehr, sehr eng. Das klappt nicht. Das hat mir nicht gut gefallen. Umso weniger verstehe ich so eine Kante. Warum? Ja, genau. Das macht halt auch überhaupt gar Was keinen soll Sinn. das? Die ist völlig Habe ich überflüssig. hier irgendeine Funktion, die ich nicht verstehe? Ich weiß es nicht. Was soll das? Außer, dass es dann eben noch enger wird an der Ja, Stelle. geil wäre, ne? Die Funktion wäre schon berechtigt. Jetzt kommen wir Ja. schon automatisch einen Schritt weiter. Wollen wir gar nicht, weil wir wollen eigentlich erst nach hinten gehen. Aber geil wäre, wenn du natürlich hier diese Bank erweitern könntest. Das wäre cool Oder gewesen. rausziehen könntest. Ja, weil ja, wenn es nur um dieses Stück ist. Weil genau das kannst du hier nämlich nicht machen. Du kannst diese Bank hier nicht rausziehen. Dann hätte das hier Sinn gemacht, dann wäre das die Trennung gewesen. Kannst aber nicht. Es ist alles relativ eng hier. So, es ist eng, oder? Ja, total. Und wo wir schon beim Thema eng sind, ne? Also, Ich bin froh, dass du das zeigst. da oben hat Lotti gepennt. Hier unten habe ich gepennt. Und es ist halt so, du musst halt so rum rein und auch so rum wieder raus. Du kommst hier gar nicht anders raus. Ich mache mal hier ein bisschen Licht. Zumindest das funktioniert. So. Was halt aber nicht funktioniert. Du hast Und 3 Fenster hab, bei dir, ne? Ich habe gefragt, ne, wie ist das denn, Leute? Wie groß sind denn die Betten? Und die haben mir gesagt, 1,90 auf 80 Zentimeter, glaube ich. Aber guck mal, deine Füße. Ja, so musste ich hier auch schlafen. Ich habe hier auch mal gepennt. Ein paar Nächte. Und du musst dich entweder so wie du Marco schläfst so irgendwie. links, rechts die Beine, was aber eigentlich nicht dem normalen Schlafen so entspricht. Oder du musst dich mit deinen Füßen für eine Ecke entscheiden. Ja, genau. Du musst dann, und hier kannst du nicht gegentreten, weil hier ist ja in der Regel entweder Genau. Mücken oder Verdunklung. Du machst es kaputt. Und dann machst du es kaputt und dann Ja. fehlt dir hier einfach wirklich der Platz. Also ich war am Anfang total begeistert. Wie kommst du jetzt hier überhaupt wieder raus? Genauso wie ich reingekommen bin. Du musst erst die Beine so machen, dann so. Also das ist halt einfach wie so eine Tanzperformance, ne? Die musst du einstudieren und dann kriegst du es irgendwann hin. Und dann hoffen, dass keiner zu dem Zeitpunkt aus dem Bad raus will. Ich war am Anfang so begeistert von diesen Höhlen hier hinten und dachte so, boah, das ist so gemütlich, das ist so ein bisschen wie bei unserem Camper-Konzept. Eine Koje. Wenn ihr das nicht kennt, wir haben auch eine Koje gehabt, allerdings die war 2 Meter lang und nicht hier 1,90 Meter, weil in der Tat, also die 10 Zentimeter oder 5 Zentimeter oder was es auch immer ist, die fehlen hier. Und ich bin 1,82, ne? Für alle, die dann noch größer sind, Vergiss das. das ist kein Camper-Konzept für euch dann. Nee. Vor allen Dingen, es ist ja, man sieht es ja hier so ein bisschen, wir mussten ja auch noch ein bisschen die Schlafsituation ändern, weil die Matratzen hier, Ja, genau, das können wir mal zeigen hier. kannst ja mal zeigen. Also das ist die normale Matratzenstärke. Die ist Ja? 3 Zentimeter. Das ist ein Witz. Also ich glaube, auch Japaner würden gerne bequemer schlafen als auf 3 Zentimeter Matten, meine Meinung. Ja. Und ja, wir hatten dann gebeten, dass man uns noch was anderes gibt, um das Ganze ein bisschen bequemer zu machen. Und dann haben wir da noch Matten draufgelegt. Das heißt, der ganze Platz da drinnen wird natürlich auch weniger, weil wir jetzt da die Matratzenstärke auch nochmal erhöht haben. Die Höhe finde ich jetzt gar nicht dramatisch. Mit der Höhe kann ich absolut leben, weil, das zeige ich dir auch noch mal kurz, wenn ich hier rein... Ich muss dann aber so rein. Ganz kurz. Also wichtig bei diesen Geschichten ist ja, wenn du so ein Bett hast, dass du genau dieses Maß einhältst von den Knien. Du stellst die Beine auf, ne, und stößt jetzt hier quasi nicht gegen. Das heißt, ich kann hier Dich drehen. problemlos mich drehen, Ja, das ohne stimmt. jetzt eine Baustelle zu haben. Das heißt, die Höhe ist absolut okay. Die Breite ist auch noch okay, aber die Länge ist halt blöd. Und das ist halt natürlich das Problem.
Du hättest es, ich weiß gar nicht, wie es oben ist, du hättest es unten schon ein bisschen mehr lösen können, indem du da nicht noch ein Fenster eingebaut hättest. Das braucht man da nicht, ne? Weil Nee. man kann ja einfach sagen, gut, ich schlafe immer mit dem Kopf zu der Seite und gut ist. Ja, Und hinten kannst du dann die Füße ordentlich ausstrecken. genau. Wie kommt eigentlich der oben rein? Also Ja, ich das oben hat Lotti geschlafen. Das ist die nächste Baustelle. Also das ist halt einfach jetzt wirklich das K.O.-Kriterium dieses Autos, weil das Konzept funktioniert halt nicht. Und wir haben uns auf der Messe diese Autos angeguckt. Ich war begeistert. Ich fand das geil hinten, quer. Ich habe aber auch nie richtig drin gelegen. Und ich habe mir natürlich auch keine Gedanken gemacht, wie du das managst. In der Regel, wenn du hier mit 3 Leuten unterwegs bist, kannst du das noch hochklappen, ne? Dann hast du hier noch mehr Platz zum Rein- und Auskommen. Dann Macht doch kannst du das- keiner. Wenn Wie kannst mit du 3 so- Leuten. 2 schlafen vorne, einer hier. Gut, das 2 vorne schlafen, das kannst du mir gleich mal zeigen. In der Theorie. In der Theorie, wenn genau. 2 Leute hier dieses Auto haben. Wenn 2 lass uns, Leute, ja, lass genau, uns sagen, aber nicht- 2 Leute haben das Auto, dann kannst du das hier hochklappen Ja. und dann kann einer gemütlich unten schlafen, mehr oder minder. Ja. Genau, ansonsten braucht er halt natürlich hier die Leiter, um hochzukommen. So komme ich hier in die Koje rein. Ja. Also auch hier wieder das gleiche Problemchen mit der Länge. Und dann haben die hier auch noch mal so Geschichten gebaut, wo ich mir zwangsläufig auch den Kopf stoßen kann. Ne? Also hier Ablageflächen, hinten und vorne. Warum, ne? Wenn ich eine gehabt hätte, hätte ich ja gesagt, ist schön und gut. Vor allem, Ne? wenn du da liegst, dann kommst du doch niemals... Ja, weil, also was soll das? Ja. Das stört halt. Und jetzt, ne, stellt es euch vor, entweder der unten muss mal nachts aufs Klo, oder ich muss jetzt mal nachts aufs Klo. Stell es dir mal vor, also erstmal hier rauszukommen, ist natürlich jetzt nicht so easy peasy. Bist du denn jetzt auch gelenkiger geworden mit so viel Übung? Ich habe ja zum Glück unten geschlafen. Musst du dich ja auch reinwurmen. Genau. So, jetzt will ich aber aufs Klo, Ja. komme ich aber nicht, weil die Leiter im Weg ist. Ja, die musst du jetzt wegnehmen. Genau, dann musst du die Leiter zwangsläufig wegnehmen. Wobei, wir können es ja mal vorwegnehmen. Wenn man vorne den Alkoven mitnutzt, brauchst du die Leiter ja eh vorne. Ja, aber was machen dann die Leute hinten? Also irgendeiner muss ins Bett pinkeln. Hilft halt nichts, ist halt so. Okay. In Wirklichkeit war es so, ich habe vorne im Alkoven geschlafen oder du und man ist da dann rausgeklettert ohne Leiter. So sieht's aus. Weil die Leiter hinten geblieben ist für Lotti, falls sieht's die aus. mal raus muss. Genau. Hier unter dem Bett, Heckgarage, ne? Ja. Die habt ihr schon gesehen. Und jetzt kommen wir auch zum weiteren Highlight. Wobei, bei japanischen Autos kann man das schon sagen. Auch da muss ich ein bisschen ausholen. Es gibt kein Land, glaube ich, auf der Welt mit so einer wundervollen Toilettenphilosophie. Japaner stehen total auf Hygiene, Japaner stehen auf Sauberkeit. Wir waren jetzt hier so oft im Onsen, ey, wie lange die sich da schrubben beim Waschen und so, das ist unfassbar. Die haben diese super Toiletten, japanische Klositze, die sind beheizt. Die haben theoretisch auch immer so eine Spülfunktion. So ein Waschlet. So ein Waschlet, genau, dass du dir aussuchen kannst, wo und wie und in welcher Stärke gewaschen werden soll. Mit Warmwasser auch. Mit warmem Wasser, also Wellness-Klos. Und deswegen nutzen die Japaner selten die Toiletten in ihren Campervans. Wir als erfahrene Camper wollten aber unbedingt ein Klo haben, weil wir wissen, wir wollen auch mal stehen, wo jetzt nicht unbedingt so eine öffentliche Toilette ist. Und die Dichte hier der öffentlichen Toiletten ist schon hervorragend, muss man sagen. Jeder Supermarkt hat eine Toilette, jedes Einkaufszentrum hat eine Toilette. Bei den Tankstellen gibt es auch Toiletten. Auf den Campingplätzen gibt es auch Hightech-Toiletten. Selbst, ja. Ja. Aber selbst auf den Raststätten, und die Raststätten sind hier auch besonders, sind nicht solche versifften, nach Pisse, Urin, Kotze stinkenden Toiletten, sondern hier sind extra saubere, also da sitzt eine Toilettenfrau, die die ganze Zeit aufpasst. Hier sind richtig saubere Wellness-Tempel, Wellness für den Po. Also da, ganz ehrlich, da schäme ich mich für Deutschland. schäme ich mich auch wirklich. Apropos schämen, kommt mal kurz rein. Oh Gott, wie schlimm wird das? Uns wurde gesagt, wir sollen hier im Bad nicht duschen. Wie auch, ne? Ist nachvollziehbar für mich, weil ihr seht schon, erstens ist der Bodenaufbau ein bisschen höher. Ja. Ja, also mir fehlen jetzt hier nochmal so gute 10, 15 Zentimeter nach oben. Und das merke ich auch, weil ich stoße hier mit dem Kopf oben an die Decke. Ne? Also mir fehlt der Platz jetzt hier vom Kopf.
ist es also schwierig, jetzt irgendwie mir meine Haare zu waschen. Und was ich jetzt sagen muss, dieses Klo ist für mich halt, ich weiß, das ganze Auto ist auch sehr, 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 sehr eng und klein und so, aber ich finde das Klo, also dem fehlen auch halt einfach nochmal ein paar Zentimeter mehr. Und da sind wir wieder bei der Kante. Wenn du das Klo hier bis zu dieser Kante, die du vorhin erwähnt hattest, gezogen hättest, hier dieses Stückchen nur raus, ne, bis hier. Das wäre egal, weil er hat ja eh so einen Bogen. Der hätte ja mit dem Bogen hier rumgehen können. Mich nervt auch überhaupt, dass hier so eine fette, also bei so wenig Platz, so eine Tür. Also hätte man da nicht irgendwie. Hätte man auf jeden Fall eine cooler. Schiebetür oder irgendwas? Also das ist doch, da hätte es Mittel und Lösungen gegeben. die schließt auch noch nicht mal richtig. Nee, und mit dem rund gebaut ist auch alles schön und gut, aber wenn, dann musst du auch rund bauen können. Ist ein anderes Thema. Aber wie gesagt, ich finde das Bad halt auch einfach zu klein, zu piefig. Fand ich auch. So irgendwie mit dem Sitzen und so, das ist halt alles Du bist irgendwie. überall angeeckt. Am liebsten will man immer die Tür offen lassen. Genau. Das möchten aber alle anderen nicht. Ja, und duschen geht hier gar nicht, würde ich sagen. Nee, ich glaube, wir haben nur einmal die Dusche aus dem Fenster gehängt, um uns mal irgendwie abzuspülen, die Füße. Ja, weil eine Dafür Außendusche gibt es hier nicht, leider. Nee, leider nicht, genau. Ja. Und diese Pumpe, Das dauert auch. ja, ist halt eine Tauchpumpe wahrscheinlich verbaut. Ja. Also, ja, ganz, ganz wahrscheinlich. Also Druckpumpe ist es auf jeden Fall nicht, eine Tauchpumpe. Aber das ist halt auch eine, die überhaupt nicht kräftig ist. So eine wirklich ganz einfache Pumpe. Ja, genau. Mir hat ganz gut gefallen, es gibt hier 2 Lichtschalter. Die sind komischerweise aber hier bei der Küche angebracht. Ja. Ne? Und dann gibt es einmal hier so ein Hauptlicht und dann gibt es hier einen Sensor. Und der Sensor ist ganz cool nachts. Da geht dann nur das Licht an, wenn hier auch wirklich jemand reingeht. Genau, ist ein Bewegungsmelder. Genau, und ansonsten ist das Licht dann aus. Ja. Und wenn man ein bisschen mehr Licht braucht, also das Licht am Spiegel finde ich tatsächlich sehr gut. Ne, wenn ich mich da morgens mal irgendwie fertig mache. Ja, aber weißt du, was ich doof finde schon wieder? Na? Warum ist denn der Spiegel nur bis hier? Ja, das als hab wenn ich hier nur meine Brust sehen will. Ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist. Also aber für ich alle, brauch die ja, ihre Brust dann morgens schminken wollen, ist das absolut genau, ich ausreichend. hätte ja gerne, also ich verstehe es auch nicht, warum die den nicht einfach hier hochgezogen haben. Ja, weiß ich auch nicht. Also ich musste mich dann irgendwie umständlich da auf den Toilettensitz setzen, Ja. damit ich mich dann auch im Spiegel sehe, mein Gesicht. Das habe ich auch nicht verstanden. Das ist irgendwie Schrott. Nee, ist irgendwie Schrott. Apropos Schrott, ne, hier von der Verarbeitung ist es auch schon wieder so, dass du hier dann natürlich auch wieder die Kabel offen hast und so. Das geht gar nicht. Warum man da nicht mal so eine Blendplatte dann zumindest über die Technik macht, über die Kabel. Ja, und Also- auch hier, also ich habe da tatsächlich, du kannst aber die andere Seite vorsichtig aufmachen. Wenn ich da aufmache, mein Fach, dann halte ich immer die Hand drunter. Das ist ja auch Kleinkram, ne? Ja. Aber das ist mir regelmäßig alles entgegengekommen. Ja. Aber wie gesagt, Licht fand ich gut und hier habe ich mich gefragt, was soll das? Es Ja, sieht das aus wie ein ist- Lüfter, aber Es ist so ein Solarlüfter, aber ich glaube, der ist kaputt. Also grundsätzlich ist die Idee natürlich ganz süß, hier irgendwie die Luft rauszukriegen, weil es ist halt ein sehr, sehr enger und kleiner Raum. ja. Zum Glück haben sie hier ein verhältnismäßig großes Fenster gebaut. Deswegen ist so ein Lüfter macht schon Sinn, aber der funktioniert gar nicht und irgendwie, also Tinnef. Also das ist irgendwie, ich weiß nicht, warum er nicht funktioniert. Theoretisch müsste er ja angehen, wenn die Sonne scheint. Das macht er hier nicht. Ja. Hier unten sind auch noch so offene Fächer. Die habe ich natürlich auch ordentlich zugestellt. Das hat funktioniert, da fällt auch nichts raus und man kommt schnell an die Sachen ran. Also das hat mir ganz gut gefallen. Aber unten, ne, also es ist eigentlich keine Dusche zum Nutzen. Da hätte ich mir gewünscht, dann lieber einen normalen Boden, keine Dusche, weil das ist absoluter Dreckfänger da unten. Das ist eklig. Genau. Das Thema mit den Chemietoiletten wollen wir jetzt gar nicht aufmachen. Das muss am Ende muss es ja jeder selber für sich entscheiden. Ich würde es auf gar keinen Fall in irgendwelche Autos bauen. Also dann, wenn ich viel Geld hätte, würde ich mir eine Klesana einbauen. Wenn ich noch mehr Geld hätte, würde ich mir so eine Verbrennertoilette einbauen. Wenn ich nicht so viel Geld hätte, dann würde ich mir eine Kompost- oder eine Trenntoilette einbauen. Ja. Aber diese Chemietoiletten, mir reicht dieser Pipi-Tank immer nicht. Ne? Du bist autark unterwegs, du kannst alles und der Pipi-Tank ist dann nach irgendwie 2 oder 3 Tagen voll. Ja, nervt Das ist leider. immer ein bisschen doof. Genau, ja, kommen wir mal zur Sitzecke. Und, ach, da muss ich auch sagen, das wurde überarbeitet. Das ist bei der neuen Variante nicht so. Hier finde ich es halt einfach nicht gelungen. Ich habe hier theoretisch meine
was ist denn das, eine Armlehne, die ich rausnehmen kann? Das ist eine Armstütze, genau. Ne, so eine Armstütze, Armlehne, oder eine Begrenzung der Sitzfläche. Aber wenn du hier mal guckst, also Susi und ich passen hier nicht hin. Was soll denn das heißen? Also es ist halt einfach zu eng. Guck doch mal. Einfach weil ich so breitschulterig bin, Susi. Genau, also es ist halt einfach wirklich eng. Und wenn ich dann halt so eine enge Sitzbank habe, dann würde ich doch zumindest hoffen, dass ich die irgendwie rausziehen kann. Ist halt ein Kostenfaktor, wissen wir. Das ist ein blöder Beschlag, den du da rausziehst. Also ich kann es nicht nachvollziehen, warum die das nicht gemacht haben. Ja. Und Sitzkomfort ist hier auch echt Grotte. Ey, das Ding ist so hart. Die hier unten, ne? Das Sitzpolster. Ja, das ist so hart. Ja. Also es ist nicht gut. Also theoretisch kann man hier noch ein weiteres Bett draus bauen. Ich habe es getestet, es ist furchtbar gewesen. Ja. Und Lotti tat mir immer leid, weil die hat hier während der Fahrt hinten gesessen. Und man kann das schon erkennen, ne? Die Rückenlehne, die kannst du null verstellen. Da geht gar nichts. Ja. Und da musst du dann immer kerzengerade sitzen beim Fahren. Ich baue hier mal ein bisschen auseinander, während du da am Quatschen bist. Ja. Einfach nur mal, damit man das Teil auch selber sieht. Ne? Das ist jetzt hier auch wirklich einfach nur quasi So ein olles Brett. ein olles Brett mit ein bisschen Polster drauf. Ja. Darunter ist der Wassertank und die Heizung. Mhm. Ne? Das finde ich schon wieder sehr, sehr schön. Kommt man gut ran. Ne? Weil, genau, du kommst auf jeden Fall ran. Ne? Es ist zugänglich. Mhm. Und weil du ja halt über theoretisch teure Technik gesprochen hast, also hier diesen Beschlag hätte man jetzt einfach nur mal zum Rausziehen in die Richtung auch noch machen können. Du sagst, das ist nicht so schwer? Nee, natürlich nicht. Guck mal, nach vorne kannst du ihn ausziehen, also zur Seite. Wir haben es doch in ganz vielen... Was ist das hier eigentlich noch? Da kannst du die Bank nach vorne ziehen. Ah, okay. Um ein Bett draus zu bauen. Ah, ja, okay. Weil du hier diesen Bereich halt auch nochmal zusätzlich zu einem sehr kurzen Bett machen kannst. Haben wir das gemacht? Haben wir das rausgezogen oder? Hä? Haben wir das rausgezogen oder haben wir das einfach nur, weiß ich gar nicht mehr. Ah, so, ne? okay. Also kann ich, theoretisch, nach vorne Ach oder so, nach aber hinten. guck mal, so lässt sich auch das Rückenpolster doch ein bisschen verstellen. Guck mal. Ja, das stimmt. Aber ist es nicht viel bequemer, oder? Es ist halt hart vom Sitzen, ne? Das ist halt ein bisschen doof. Und, was auch noch ein bisschen doof ist, es ist ja schön, hier so eine große Fenstergröße zu haben. Und es ist natürlich schön, dass viel Licht reinkommt und dass du rausgucken kannst. Absolut. Aber, und dann kommen wir wieder zur Gemütlichkeit dieser Sitzecke. Ich hätte es halt schöner gefunden, wenn du dann halt auch am Abend mal so sitzen kannst. Hier so in der Ecke. Und dann hängst du hier automatisch gleich am Fenster mit Kopf und was auch immer. Gerade wenn du halt hier abends noch mal ein bisschen Kino machen willst, Fernseh gucken willst, dann ist es halt einfach blöd mit Anlehnen, weil du hast ja in der Regel hier zugezogen, das Ding willst du nicht kaputt machen, da willst du nicht drin liegen und dann hast du das aber trotzdem hier im Rücken. Gefällt mir nicht ganz so, verstehe ich nicht, hätte man das Fenster hier einfach eine Nummer kleiner machen können, ne? Also nicht kleiner, sondern halt einfach von der Länge ein bisschen kürzer machen können, das hätte auch allemal gereicht. Ne? Diesen Platz hier, den brauche ich gar nicht. Darüber, ich hoffe, es fällt mir jetzt nicht alles auf den Kopf. Doch. Leider ja. Ja. Ich kenne da übrigens einen, der hat da sehr, sehr kreative Lösungen genutzt. Das ist halt auf jeden Fall ein sehr pfiffiges Kerlchen. Der hat nämlich gesagt, und ich habe noch nicht viele Konzepte gesehen, warum die Klappen nicht einfach nach oben aufklappen. Warum müssen die hier immer unten aufklappen? Ja. Ich verstehe es nicht. Vielleicht damit man irgendwie mit kurzer Arme rankommt. Kurze Arme, keine Kekse, ja. Kann sein. Gefällt mir aber trotzdem nicht. Wir haben hier nochmal Leselampen, das gefällt mir wieder sehr, sehr gut. Und Susi hat es vorhin schon gesagt, das Lichtkonzept bei diesem Auto ist sehr, sehr gelungen. Die haben hier sehr, sehr viele unterschiedliche Lichtquellen. Die haben hier, ich würde mal fast sagen, ein Putzlicht. Also so ein großes Licht, was sehr, sehr unangenehm ist, was hier du ist schön. eigentlich nicht anhaben willst. Du hast Wutenbeleuchtung, genau hier. Indirekte Beleuchtung, sehr viele. Du hast direkte und indirekte Beleuchtung. Also Beleuchtungskonzept funktioniert hier bei dem Auto. Leselampe, auch toll, dass du sowas hast. Und das funktioniert. Neben dem Fach hier oben habe ich den Ausströmer von der Klimaanlage. Bei so einem Auto, ne, muss halt jeder wissen, wie gesagt, ich glaube mit der geringen Batterieleistung, wobei 300 Stundenampere ist jetzt nicht so klein, ist ja schon... zumindest sind drei Batterien.
Ja, aber schon unpraktisch, weil nicht jeder Campingplatz, nee, stopp mal. Also nicht jeder will auf dem Campingplatz und nicht jeder Campingplatz hat Strom. So, und wenn ich dafür Zumindest hier, ja. Also wenn ich dann hier Landstrom brauche, damit Ja. ich die Klimaanlage betreiben kann, Genau, weil das können bin wir ich ja ganz auch schön noch mal, limitiert. ja, du hast ja absolut recht, das kann man ja an der Stelle nochmal sagen. Also wenn du hier auf den Campingplatz fährst und wir haben jetzt nicht so viele, wir haben jetzt nicht alle Campingplätze angeguckt, aber die Campingplätze sind in der Regel hier für Zelter. Genau. Ja, ich komme hierher mit meinem Motorrad, baue mein Zelt auf. Ich habe die Möglichkeit, da zu duschen und das Klo zu nutzen, vielleicht noch zu kochen und vielleicht noch abzuwaschen. Das war's. Die sind nicht ausgestattet mit entsprechender Entsorgung für die Chemietoiletten. Die müsst ihr halt ganz normal über die Toiletten entsorgen. Sie sind nicht ausgestattet mit den Möglichkeiten, irgendwie das Fahrzeug extra mit Wasser zu befüllen. Also selten, nicht unbedingt. Kann man aber woanders machen, an Tankstellen zum Das Beispiel. kannst du an Tankstellen überall machen, genau. Aber was ich sagen wollte ist, diese Campingplätze sind halt nicht für Fahrzeuge ausgelegt. Also du hast halt genau keinen Strom, den du da halt zusätzlich hast oder auch selten. Also es ist halt eher. Es ist jetzt nicht so, für du hast da deine Parzelle und dann ist da Wasser und Strom und ne, Ja, genau, alles. dein Service Tower und da ist alles. Nee, also eher nicht. Genau. Ja, unter der Klimaanlage fanden wir eigentlich ganz praktisch. Nochmal ein offenes Fach, wobei wir offene Fächer eigentlich ziemlich blöd finden. Eigentlich schon, ne? Also ab Gerade und wenn die zu. Straße mal ein bisschen schwieriger ist, ne? Aber wir haben jetzt hier so unsere Ladestation aufgebaut. Ne? Hier kann noch mal irgendwie so Kleinkram rein. Das meiste ist auch oben drin geblieben. Da gab es wenig Beschwerden von den anderen Passagieren, die hinten sitzen mussten. Das war irgendwie doch ganz praktisch. Genau. Wo wir hier schon mal sind, ne? Und ich würde es auch gleich mal zeigen, einen Bordcomputer in dem Sinne gibt es hier nicht. Hier gibt es ein Votronic Bedienpanel für die Batterie- und Solarleistung, also quasi den Battery Power, dieses Battery Power Display von Votronic. Die Wasserstandsanzeige vom Frischwasser, die haben die hier verbaut. Mussten wir erstmal suchen, ne? Genau. Ja. In analog. Auch ganz spannend. Geht so. Ja, und Abwasser habe ich hier halt nicht. Nee. Mussten wir immer schätzen, Ja. wann es voll ist. Genau, hier ist noch ein Ausströmer, ne, für die Standheizung. Hinten ist auch nochmal ein Ausströmer. Standheizung haben wir jetzt auch nicht so häufig genutzt. Das ist schon okay. Hier auf der Seite habe ich nochmal einen Schalter für die Pumpe, für den Boiler. Also hier kann ich den Wasserboiler auch anmachen. Küchenlicht und diese ganze indirekte Beleuchtung finde ich da. Ich fand das an der Stelle nicht so geil. Also wenn man so ein Auto besitzt, dann weiß man ja irgendwann, wo welche Schalter sind. Aber ich habe mich ganz oft irgendwie verklickt und irgendwas anderes angemacht, weil die sind halt also unter der Kante und man sieht es nicht wirklich. Die hätte ich mir ehrlich gesagt woanders gewünscht, aber ich würde jetzt auch nicht wissen, wo noch Platz gewesen wäre dafür. Fand ich nicht ganz so bedienfreundlich. Ja, zumindest hättest du ja Licht von funktionalen Schaltern, also wie Pumpe und Boiler, trennen können. Weil so ist es halt sehr, sehr groß drauf gezeichnet, aber trotzdem, du hast schon recht. Ja. Da kommt man in die Verlegenheit, mal aus Versehen drauf zu drücken. So, ich kletter mal hier rum und sitze jetzt mal in der anderen Ecke. Hier habe ich das besagte Anzeigefeld von Votronic. Ne, und kann halt sehen, wie viel Batterieleistung habe ich noch an Bord, was kommt gerade rein, was geht raus. Den kennt man ja. Daneben habe ich hier den Schalter für den Wechselrichter, kann ich ein- und ausschalten. Und ich glaube 1500 Watt Wechselrichter. Und darunter habe ich die Webasto, Oh Gott. die Webasto Standheizung. Ist das Bedienfeld da ein bisschen locker? Ja, das Klebeband. Das so. löst sich vielleicht gerade mit der Wärme. Ich weiß nicht so genau. Ja, also wie gesagt, zu der Qualität, da kann man echt viel diskutieren, viel streiten, viel sagen, muss das so sein? Das ganze Polster ist jetzt hier mit Klettflausch festgeklebt, das untere nicht. Das rutscht die ganze Zeit raus. Wir haben uns die ganze Zeit gefragt, warum du hier überhaupt so eine Bank hast. Also weil da kann keiner sitzen. Ne? Da ist der Fernseher hinten im Rücken. Wir haben uns da jetzt noch unseren portablen Mülleimer da hinten angebracht, weil natürlich hier auch wieder Müll fehlte.
Ja. Passt ja typisch zu Japan. Hier findest du auch keine Mülleimer. Da muss man schon kreativ werden. Müll ist im Camper immer ein Thema, deswegen fand ich die sowieso praktisch. Ja, der ist gut gewesen. Kannst du ganz klein zusammenfalten und du hast halt einfach Müll. Aber ich habe mich schon gewundert, was diese Ecke soll, warum das Polster so durchgezogen ist und warum man nicht da irgendwie noch Staufläche irgendwie geschafft hat, was man wegpacken wirklich kann. Weil, wie gesagt, da auf der Ecke kann keiner sitzen. Das ist Blödsinn. Das stimmt, das macht keinen Sinn. Es sei denn, du nutzt hier diesen kleinen Fernseher und ich muss mal sagen, ich finde den Fernseher eigentlich sogar schöner angebracht als... Den kannst du ja trotzdem nutzen. Du kannst den ja da drüber lassen und da drunter hast du halt Genau, nochmal einen genau. Ich wollte dir jetzt gleich kurz zeigen, warum. Na? Also ich finde die Position des Fernsehers sehr, sehr schön, weil so auch jeder auf den Fernseher gucken kann. Du kannst ihn hier verstellen. Übrigens, ganz, ganz wichtig, wenn man so einen Fernseher im Auto hat, ist dieses kleine HDMI zu USB-C-Kabel, weil so kann ich halt Inhalte von meinem Telefon streamen und auf das Fernsehbild spiegeln. Wir haben hier dann immer unsere kleinen Amazon-Filmchen geladen und konnten dann hier abends immer ein bisschen schön Kino genießen. Und jetzt kommen wir zu der Beantwortung meiner Frage und auch schon wieder zum zweiten Kritikpunkt. Ich habe vorhin über diese Fenstergröße gesprochen, dass es total dämlich ist, dass es hier auch noch so weit rüber geht. Ich mache es mal ein bisschen zu, damit es ein bisschen verdeutlicht wird. Schön bei dieser Bank ist natürlich, ich kann mich hier so querlegen. Die kann mich Beine hier lang machen. Genau, die Beine lang machen. Ja. Das ist schön. Ich kann hier in dieser Ecke so liegen, wenn nicht dieses blöde Fenster hier in meiner Ecke wäre, weil ihr seht schon, ich komme hier mit dem Kopf hier in dieses Teil rein, habe so ein bisschen Angst, das kaputt zu machen. Du kannst auch oben den Kopf stoßen. Du hast hier hinten auch noch mal Dieses Ding im Rücken. andere. Also es sieht vermeintlich bequem aus, Ja. aber eigentlich ist es der leidvollste Platz. Es wäre aber zumindest eine Begründung für mich, warum ich da das Polster lang ziehe, weil das ist dadurch halt eine Möglichkeit, die ich sonst nicht habe. Und es ist eigentlich mehr oder minder, Hier würde ich es einfach das hättest du da abcutten können und einen großen Schrank noch hinpacken können. so hätte ich das gemacht. Absolut gar keine Frage, aber es ist halt eigentlich der gemütlichste Platz hier zum Fernsehen gucken, weil alle anderen Plätze und auch der hier eher ungemütlich sind. Also es ist wirklich alles nicht so geil vom Sitzkomfort. Also hier ist es halt entsprechend diese Rückenlehne mit diesem kleinen Polster, weil ganz ehrlich, um das zu nutzen, wo soll ich denn da sitzen? Ja, da drunter, weiß ich nicht. Da komme ich gar nicht hin. Ja? Tinnef. Guck mal, da komme ich doch gar nicht hin. Nee. Ich sitze doch normalerweise hier und dann ist es ja gar nicht in meinem Rücken. Nee. Also das ist alles irgendwie nicht so geil durchdacht. Und apropos nicht so geil durchdacht, also hier habe ich meine Alkove. Und vermutlich werdet ihr jetzt sagen, ja gut, aber wenn die Betten hinten zu kurz sind, dann hast du ja immer noch vorne deinen Alkoven. Also, Hast du, aber hier übrigens die Matratzen, ne? Das wäre eine gute Matratze so, ne? Ich weiß ja auch nicht, das sind vielleicht so 6, 7, 8 Zentimeter. Aber die sind nur dafür da, um das hier so ein bisschen aufzudoppeln. Weil die normalen Matratzen sind hier auch nur diese 3 Zentimeter Matratzen ach, hinten. das ist doch Beschiss. Genau, das ist echt total doof. So, und um das jetzt hier mal so aufzubauen, muss ich hier... Zwei einmal- Matratzen noch dazwischen legen, ne? Ja, genau, das einmal rausziehen und dann hier zwischenstecken. Übrigens, wo ich gerade bei Zwischenstecken bin, ne? Zwischenstecken. Guck mal, hier oben haben die eine Steckdosenleiste gebaut. Da laden wir jetzt unsere gesamte Technik. Wäre halt irgendwie schöner gewesen, wenn die das hier halt auch vorne bei dem Regal untergebracht hätten. Weil jetzt müssen wir hier immer mit dem Kabel lang. Ja, und So. vor allen Dingen aufpassen, dass du es nicht einklemmst, ne? Genau. Alkoven ist gebaut und wir hatten vorhin drüber gesprochen, ne? Diese Nummer mit der Leiter Ja. und dem nachts raus müssen und so. Das ist ein bisschen doof. Genau, hier haben wir nochmal unsere hier extra Prinzessinnen-Unterlagen. Weil die Erbsen hier drunter, oh, die sind echt hart. Aber ich lege mich mal einmal hin Mach mal. und dann siehst du schon, hier meine Füße sind hinten. Ne? Das ist hier auch irgendwie nur 1,80. Also es ist halt einfach zu kurz. 1,80. Und jetzt sagen wahrscheinlich einige von euch, ja, ist doch egal, stell dich nicht an, schlägst halt quer, ne?
Also längs wäre natürlich schöner, wenn hier 2 schlafen, weil dann können beide theoretisch raus, wenn hier eine Leiter wäre. Ist ja keine da, weil die Leiter steht ja hinten, damit der andere aus der Koje kommt. Wenn hier eine Leiter stehen würde, dann könnten hier halt auch beide raus. Ja, selbst wenn. Guck mal, wenn du da liegst und ne, einer liegt noch daneben, Lotti, ich, dann müssen wir ja trotzdem hier an diese Stelle, wo die Leiter ist. Guck mal, wenn ich es ordentlich machen wollen würde, ne, und hier ein bisschen Fußfreiheit brauche, so, und ich ganz runter liege, passe ich hier gar nicht hin. Dann hängst du schon drüber. Dann hänge ich drüber. Das geht gar nicht, ne? Weil guck mal hier hinten, siehst du das? Ja, sehe ich. Habe ich halt sonst keine Fußfreiheit so. Ich müsste das schon so richtig, genau. Und wie gesagt, ne, ihr sagt jetzt, Marco, du bist so ein richtiger Quälgeist, so ein Quengler. Leg dich doch einfach quer und der da hinten an der Wand schläft, der darf halt nicht raus. Okay, genau. Kann man machen. Wäre auch schöner, weil hier sind ja die dicken Matratzen. Hinten ist ja auch irgendwie dann für die Leute, die auch ein bisschen auf Herder stehen. Aber auch hier, es ist halt ein schmales Auto. Ne? Super schmal. So, deswegen querschlafen ist hier halt schwierig. Vielleicht reicht es für den Durchschnittsjapaner. Genau, also Japaner sind ja alle sowieso ein bisschen kleiner. Für Japaner ist es, glaube ich, keine Baustelle. Für alle Leute ab 1,85 völlig ungeeignet. Du passt hier gar nicht rein dann, ne? Ich 1,82, also bei mir ist es so jetzt, so wäre es jetzt okay. Wir wollten unbedingt in Japan mit dem Wohnmobil reisen. Wir wollten das große Abenteuer Japan einmal check erledigen und natürlich auch so viele Ecken wie möglich von Japan sehen und Hokkaido gehört dazu. Hokkaido als Ort zum Reisen mit dem Wohnmobil ist Träumchen. Fantastisch. Ein absoluter Traum. Es ist unglaublich toll. Du hast hier eine Onsendichte, also diese öffentlichen Bäder, die ist so immens. Du brauchst hier keine Sorgen machen um Duschen, um Waschen. Du hast hier Waschsalons, du kannst deine Klamotten waschen. Du hast an allen Ecken hast du hier Restaurants, du hast hier richtig gute. So viele Möglichkeiten und zusätzlich noch unfassbar tolle Natur. Ja. Also es ist hier alles so grün, es lebt so fantastisch. Du hast hier, am Anfang war ich so euphorisch, ich habe hier einen Reh gesehen und dachte so, oh, die laufen hier frei Marco, rum. Ich habe noch nie so viele Adler gesehen. Ja. Ja, und andere große Greifvögel wie auf Hokkaido. Ja. Wir haben Bären gesehen, wir haben Rehe gesehen, wir haben so viel Kleinviehzeug von der Schulter geschnippt wie noch nirgendwo. Es ist einfach ein großartiger Artenreichtum hier und deswegen hat sich das trotzdem gelohnt. Das wollte ich damit sagen. Wir sind jetzt hier sehr quengelig und sehr nörgelig und ich meine, es gibt auch viele Sachen, die schön sind, zum Beispiel hier die Materialität. Ich finde es total toll, dass sie hier so einen Teppich oben gemacht haben. Das macht das alles so ein bisschen kuschelig und insgesamt, so ein bisschen das Design ist höhlich. Ist schön, ne? Also genau, das Design ist schön und wenn wir auf der Messe reingegangen wären, dann hätten wir gesagt, ja, schönes Fahrzeug, hat sogar ein bisschen Staufächer und so. Schönes Ding. Jetzt beim Ausprobieren merkt man halt, wo es halt fehlt. Zum Beispiel hier, wie komme ich jetzt hier runter, wenn ich mal pinkeln muss. Ich kann es euch mal zeigen, wenn ich jetzt hier nachts pinkeln muss. Mach's mal elegant. Dann muss ich jetzt hier vorfühlen mit dem Fuß. So, genau, vorfühlen. Und dann komme ich auch zur Not runter. Und das ist alles Jammern auf hohem Niveau. Ja. Denn wenn man in Japan mit dem Camper unterwegs sein möchte und dieses tolle und unfassbar schöne Land erkunden möchte, dann ist das ja hier natürlich auch ein Mühe an Kritik. Weil man kriegt dafür im Vergleich so viel geboten. Und ihr könnt ja theoretisch auch einen ollen Mietwagen euch holen, ne? Aber dann, und vielleicht kannst du es ja mal kurz zeigen, ne? Dann verpasst ihr halt Schlafplätze wie diese hier. Ja, und dann haben wir hier nochmal einen Lüfter, ne? Also kein Max-Van, sondern
Draußen ist es ein bisschen windig, deswegen muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Aber sehr, sehr lauter Lüfter. Ja, leider ja. Das ist Stufe 1 und der ist echt laut. Geht aber zumindest in beide Richtungen. Sehr Genau. praktisch. Geht in beide Richtungen, ist allerdings auch wieder nur oben so ein billiges kleines Plastikteil. Verstehe ich immer nicht. Ne? Dann hast du diese Camper hier, die kosten so ab 60.000 Euro. Also es ist jetzt auch kein Billigcamper. Und trotzdem hast du dann hier diese Billigteile, einfach wahrscheinlich aus Mangel an hochwertigen Dachlüftern. Aber gut, ist halt so. Ne? Vorne, um das übrigens nochmal abzudunkeln, haben wir hier so einen kleinen Vorhang. Haben wir auch beim Parken immer gemacht, damit man hier jetzt nicht so reingucken kann. War auch immer ganz praktisch, kann man halt irgendwie schön zuziehen hier. Und dann muss die Lotti hier quasi auch einfach auf der anderen Seite vom Vorhang sitzen. Also auch das. Oben sind übrigens auch Vorhänge. Dann hat man noch mal ein bisschen mehr Privatsphäre, kann es ein bisschen dunkler machen. Das ist auch wunderschön, gefällt mir auch richtig gut, auch gerade hinten bei den Kojen, dass du es zuziehen kannst. Du hast wirklich Privatsphäre, also du könntest hier theoretisch auch mit Leuten unterwegs sein, die dich jetzt nicht nachts schlafen sehen sollen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr nett. Also wie gesagt, Leute, wer sich für so einen Urlaub interessiert, der wird halt einfach diese kleinen Mankos bei den Wohnmobilen entweder akzeptieren oder wir sind auch kontinuierlich weiter auf der Suche nach Alternativfahrzeugen. Das ist jetzt hier von Vantech ZIL 520, die entwickeln die Autos weiter. Da bleiben wir dran. Wir zeigen euch hier auch weiterhin Videos, in welche Richtung es geht, ob sich das verbessert und wir suchen natürlich auch nach wie vor nach Möglichkeiten in diesen tollen Ländern Urlaub zu machen, gerade mit dem Wohnmobil und es ist unfassbar fantastisch und deswegen möchte ich jetzt an dieser Stelle sagen, schaut euch die Bilder nochmal an, schaut euch an, wie toll es ist mit dem Wohnmobil hier in Japan unterwegs zu sein. Haltet die Ohren steif. Vielen Dank fürs Angucken. Wir sehen uns im nächsten Video und Leute, im nächsten Video, ne? Da wird es unfassbar spannend. Bleibt dran. Und wer noch nicht abonniert hat, ne? Ihr wisst hier, Glöckchen und Abonnieren drücken und haltet die Ohren steif, Daumen nach oben und so weiter und so fort. Tschö mit Ö. Oh, jetzt habe ich aber schon wieder Hunger auf Ramen oder so. Ramen wäre jetzt geil, ja. Oh, Sushi hatten wir gestern fand es jetzt auch schon wieder so anstrengend, dass ich gerne in Onsen möchte. Oh nee, mir ist gerade ein bisschen warm Oh, hier. Onsen, ich liebe diese Dichte dann von Onsen. Ne? Ich wurde immer die ganze Zeit belächelt, warum ich dann immer in so warmen Badewannen liegen will. Aber jetzt bin ich im Land, da werde ich gar nicht mehr belächelt. Da werden Leute komisch angeguckt, die in kalte Bäder wollen. Das stimmt. Ja, naja, Japan ist eine Reise wert. Super schön Und hier. erst recht mit dem Wohnmobil. Unfassbar. Man lernt das Land auch echt nochmal anders kennen, ne? Richtig toll. Also sehr intensiv. Mega, mega, mega. Und vor allen Dingen, an letzter Stelle, ich kann überall stehen. Wild campen. Das stimmt. Aber erzählt das nicht allen weiter. Ja, noch geht es. Ja. Also kommt nach Hokkaido. Campingplätze sind nicht dafür ausgebaut, dass überhaupt Camper da stehen sollen. Die stehen immer woanders. Die stehen woanders. Und wir haben wirklich geile Plätze gehabt. Juhu.